Herzlich willkommen zu unserem Webinar zur neuen Version des Easy Web Check, eine Plattform für Barrierefreiheitsprüfungen von Websites, die vereinfacht oder auch im Expertenmodus gemacht werden können. Ich bin Gottfried Zimmermann, leite das Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit an der Hochschule der Medien. Und ich habe dabei Ronja Brauchle und Florian Winkler, die beide zum Easy Web Check Team gehören und nachher auch noch in Aktion treten werden durch eine Demonstration der neuen Version. Kannst du mal weitermachen, bitte? Also das Kompetenzzentrum gibt es jetzt schon länger, seit 2019 an der Hochschule der Medien. Und wir haben aktuell ungefähr 10 Mitarbeitende. Nach dem letzten Jahr sind wir ein bisschen kleiner geworden, weil ein größeres Forschungsprojekt aufgehört hat. Aber aus diesem Forschungsprojekt heraus ist eben auch diese Easy Web Check Plattform entstanden. Und da sind wir sehr dankbar dafür. Was wir machen, ist, wir wirken nach innen in die HDM hinein und versuchen hier auch mehr Barrierefreiheit zu bewirken und vor allem auch nach außen. Das ist unser Haupttätigkeit, dass wir Beratungen anbieten, Prüfungen anbieten von Websites und von Apps für andere Hochschulen und auch für andere Organisationen, insbesondere auch für öffentliche Stellen, die wie wir natürlich verpflichtet sind zur Barrierefreiheit, aber alle wenig Geld haben. Wir wissen ja, wie das ist. Und da wollen wir insbesondere Hilfe zur Selbsthilfe leisten, dass man auch mit wenig Geld und doch trotzdem gute Ergebnisse erzielen kann. Und da wird es auch, dieser Easy Web Check wird auch dazu helfen, diese Strategie weiter zu verfolgen. Und wir bieten Weiterbildungskurse an. Es gibt pro Jahr einen Kurs über das Weiterbildungszentrum, Grundlagen zur Barrierefreiheit und auch, wie man das Web barrierefrei macht oder jetzt dann ganz neu einen Weiterbildungskurs zum Thema BFSG, also Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Wir bieten Mini-Workshops an. Sie können also von uns auch online oder vor Ort einen Workshop gehalten bekommen. Und wir haben ein ganz großes Angebot an Abo-Kursen. Das sind im Prinzip unsere Workshop-Angebote im Selbstlernverfahren. Und man kann hier auch für größere Unternehmen oder für Beratungsstellen diese Abo-Kurse abonnieren und an die Kunden dann weitergeben. Und wir machen Webinare wie dieses und wir bringen auch ein Newsletter raus. Den sollten Sie unbedingt abonnieren. Da finden Sie nämlich immer alles Aktuelle und auch wenn es Neuerungen gibt, zum Beispiel beim Easy Web Check. Weiter bitte. Ja, also bisher war Easy Web Check, den gibt es schon länger, seit ungefähr 2 Jahren. Begonnen hat es schon vor 4 oder 5 Jahren mit der Checkliste zum Easy Web Check. Die Idee war, es gibt doch kostenlose Tools, es gibt kostenlose Browser-Erweiterungen, die kann man nutzen, um eine Webseite auf Barrierefreiheit zu prüfen, wenigstens teilweise zu prüfen. Werden natürlich nicht alle Fehler damit gefunden, aber es ist so eine halbautomatische Prüfung und man kann dann durch Visualisierungen oder andere Möglichkeiten Barrieren entdecken. Und man muss dazu kein Profi sein, um zumindest einige Barrieren und oftmals die schlimmsten Barrieren selber zu entdecken. Und dann haben wir das ausgebaut als eine Plattform, wo diese Prüfkriterien der Checkliste zur Anwendung kommen und auch Instruktionen, wie man diese Werkzeuge einsetzen muss und wo dann automatisch diese Ergebnisse festgehalten werden, wenn man sie eingibt und auch automatisch ein Prüfbericht dadurch erzeugt wird. Und das Ganze ist durch das Shuffle-Projekt finanziert worden, diese Entwicklung der Plattform. Und jetzt stehen wir sozusagen auf eigenen Füßen. Das Shuffle-Projekt wurde von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre finanziert. Da danken wir dafür. Und jetzt werden Sie sehen, was auch unsere Pläne sind, wie wir weiter mit dieser Plattform umgehen wollen. Sie soll weiterhin kostenlos zur Verfügung stehen. Aber wenn natürlich, was in Zukunft möglich sein wird, wenn Sie unsere Hilfe haben wollen, auch unsere Expertise beim Prüfen von Webseiten, dann können Sie die hinzunehmen und das ist natürlich dann kostenpflichtig.
Das ist so unsere Strategie. Ich muss noch ein Wort dazu sagen. Wir sind gerade dabei, die neue Version auf dieser URL, auf diesem Link zu installieren, sind jetzt aber in Probleme reingekommen, sodass im Moment die Plattform nicht richtig funktioniert. Sehen Sie es uns bitte nach. Wir arbeiten dran und wir werden dann auf jeden Fall über den Newsletter Sie informieren, wenn die neue Version, so wie wir sie heute vorstellen werden, auch für alle zur Verfügung steht. Die URL ist easy-web-check.ef-lernen.de. Nächste Folie. Also, ich habe es vorher gesagt, wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe geben und dazu soll auch der Easy Web Check und die Plattform, dazu soll es nützen. Wir wollen Sie befähigen, ob Sie nun an öffentlichen Stellen sind oder bei Firmen, ob Sie nun ein Team leiten oder einfach nur ein Entwickler, Entwicklerin sind. Wir wollen Sie befähigen, in Ihrem Team Barrierefreiheit umzusetzen, so gut es geht. Das Gesetz, nämlich BITV 2.0 oder das BFSG, verlangen natürlich eine ganze Barrierefreiheit von Websites und mobilen Apps. Aber Sie können auch vor Ort Ihren Teil dazu beitragen, indem Sie selber schon Barrieren finden und die man sehr früh auch finden kann in Projekten. Und dann ist es auf jeden Fall billiger, als wenn man erst am Schluss einen Test macht und dann nochmal alles korrigieren muss. Also, Sie können manches selbst prüfen. Ja, es ist sogar erlaubt, bei der Erklärung zur Barrierefreiheit oder bei der Konformität, beim Konformitätsnachweis selbst zu prüfen. Aber natürlich sollte das am Ende eine vollständige Prüfung sein. Trotzdem, Laien können mit Hilfe von Werkzeugen oder durch Sichtprüfung auch viele Barrieren schon mal finden und dann ist es nachher schneller geprüft und einfacher auch zu beheben, wenn von vornherein schon vieles eben repariert wird. Auch die Idee, Accessibility Champions zu haben in Teams, in Abteilungen, in Firmen, in öffentlichen Stellen, das ist etwas, was wir unterstützen. Wir bilden sie gerne aus, diese Champions, und geben dann Materialien auch an sie weiter, sodass sie innerhalb der Organisation dann eben auch das Wissen weitergeben können durch Workshops oder durch Lerngruppen und so. Unser Tool, der Easy Web Check, unterstützt Sie auch darin, wenn Sie eine größere Website haben. Also wir zum Beispiel an der HDM haben über 1000 Unterseiten dieser Website. Die sind alle unter hdm-stuttgart.de. Und man kann nicht alle prüfen, alle Webseiten. Das heißt, Sie müssen eine Stichprobenauswahl vornehmen und das Tool ermittelt auf automatische Weise eine Stichprobe, die Sie natürlich nochmal auch nachprüfen sollten, ob die Sinn macht. Aber es ist zumindest einmal ein guter Vorschlag, dem Sie entlang gehen können. Und was wir dann auch machen über diese Plattform und was unser Ziel ist, da werden wir nachher noch mehr sehen, ist, dass Sie, ob Sie nun Laie sind oder Experte, Expertin, Sie können schon mal Prüfungen vornehmen, kostenlos auf unserer Plattform, können das abspeichern und wir können dann nochmal drüber gehen, Ihnen Feedback geben für das, was Sie gemacht haben, sodass Sie dazulernen und auch die restlichen Prüfschritte bewerten, die Sie noch nicht geprüft haben. Und zwar nach dem Standard EN 301549, der eben vorgeschrieben ist, sowohl für BITV 2.0 als auch vom BFSG. Und als Zukunftsvision wird vielleicht in ein paar Wochen dann kommen, das sind wir noch dran. Wir bieten Ihnen dann auch an, dass wir das, was Sie noch nicht gemacht haben, für Sie machen und dann Sie müssen dann eben nur die Teilprüfung bezahlen. Also wenn Sie von den 90 Prüfkriterien schon 50 selbst geprüft haben, dann können wir die 40 restlichen machen und dann wird es auch für Sie günstiger. Da sind wir gerade noch dran und Sie werden dann auch über den Newsletter erfahren, wenn wir soweit sind. Gut, dann hoffe ich, dass Sie ein bisschen gespannt sind, was jetzt kommt. Wir kriegen jetzt so ein paar Live-Demos, zuerst von Ronja Brauchle und dann von Florian Winkler. Bitte schön. Gut, ja, von mir auch nochmal herzlich willkommen. Ich beginne jetzt mit dem ersten Teil der Live-Demo von dem Easy Web Check und zwar würden ich und Florian Sie
durch die Plattform führen und zeigen, wie Sie mit dem EasyWebCheck vorgehen können, was Sie auf der Plattform tun können. Und genau, wird jetzt direkt einsteigen. Genau, das erste, wir sind hier auf der Anmeldeseite, und zwar ist es die Voraussetzung, wenn Sie bei uns ein Projekt anlegen wollen und den EasyWebCheck durchführen wollen, dass Sie sich registrieren. Genau, das geht ziemlich einfach. Sie müssen Ihre E-Mail angeben. Genau, ich bin schon angemeldet, dementsprechend würde ich mich kurz anmelden. Genau. Und sobald Sie angemeldet sind, kommen Sie auf Ihr personalisiertes Dashboard. Das ist bei mir jetzt gerade noch leer. Hier werden Ihre Projekte angezeigt, also Ihre Prüfungen. Sie können entweder eine Prüfung selbst erstellen oder ein anderes Teammitglied kann Sie zu einem Projekt einladen, weil Sie auch kollaborativ an einem Projekt arbeiten können. Genau, ich kann Ihnen das Dashboard kurz zeigen. Es gibt auch archivierte Projekte und eben die Benachrichtigungen. Wenn jemand Sie zu einem Projekt einlädt, dann wird es hier aufpoppen und dann können Sie die Benachrichtigungen entweder, also das Projekt annehmen oder ablehnen. Genau. Genau, das Wesentliche, was ich Ihnen aber jetzt zeigen will, ist das Projekt, der EasyWebCheck. Dafür legen wir uns ein Beispielprojekt mal an. Ähm, Genau, und zwar bei einem neuen Projekt. Hier würden wir das anlegen. Da muss ich kurz, und zwar ist jetzt von Zoom der Balken da. Ich weiß nicht, wie ich den wegbekomme über meinen Browser. Ich glaube, du kannst bei den Tools, wenn du da mal mit der Maus drüber hoverst, kannst du die verstecken irgendwie. Ich hatte das gleiche Problem heute auch schon mal. Oh je, es tut mir jetzt Hm. leid. Es gibt einen Button Meeting anzeigen, dann geht es auch in den Hintergrund. Dann siehst du es ganz normal. Ganz rechts Meeting anzeigen. Das sieht man nur, Hm. wenn man den Bildschirm teilt. Deswegen hat man das meistens vorher nicht ausprobiert. Ja, das Meeting ans gibt's bei mir nicht. Okay. Da muss einfach auf die Seite schieben, die Toolbar. Ja, das funktioniert gerade irgendwie nicht. Ich habe gerade das technische Problem, dass ich das nicht wegschieben kann. Hm. Das ist gerade sehr komisch, aber ich kann mein Fenster nicht wegschieben. Mhm. Dann ende ich kurz die Freigabe. Ja, genau. Ja. Also was wir gedacht haben, ist, dass Ronja erstmal die Seite zeigt derer, die so eine als quasi als Laienperson erstmal eine Prüfung durchführen, soweit sie können. Wir haben ja zwei Modi, einmal diesen Easy Web Check Modus, also dass man auf leichte Weise, einfache Weise diese Prüfschritte, und zwar das sind dann separate Prüfschritte durchmacht. Diese speziellen Prüfschritte sind eben für Laien gemacht und die werden dann aber übertragen auf den Expertenmodus, wo es nach den offiziellen Prüfschritten weitergeht mit der EN 301549 und das wird dann Florian Winkler zeigen hinterher. Das heißt, man kann hier nahtlos zwischen Laien und Experten das Staffelholz weitergeben und muss nicht immer wieder von vorne anfangen. Genau. Also es tut mir leid für die Unannehmlichkeiten, aber jetzt sollte es funktionieren. Ich mache das Fenster auch gleich wieder groß. Und zwar schauen wir uns jetzt als Beispiel mal die Shuffle-Webseite an vom Kompetenzzentrum und anderen Hochschulen. Und wenn Sie ein Projekt anlegen, das Sie prüfen wollen, dann geben Sie die URL ein und geben einen Namen. Genau. Und dann können Sie das Projekt erstellen. Das dauert kurz, weil die Website-URL direkt verifiziert wird von unserer Website. Genau, ich mache das Fenster auch wieder groß. Genau, und das wird jetzt verifiziert. Ähm, Das dauert auch ein bisschen länger, weil wir jetzt in unserer Entwicklungsumgebung sind. Also normalerweise ist das schneller.
Genau, jetzt ist das Projekt hier. Das können wir jetzt öffnen und kommen dann in das Dashboard von dem Projekt. Es gibt hier einige wichtige Feature. Genau, das Wichtigste ist, dass wir zwei Prüfmodi haben, wie schon gesagt. Erstmal den Easy Web Check, also den einfachen Prüfmodus für Laien und den Expertenmodus. Ich zeige Ihnen jetzt erstmal nur den Easy-Modus, also den Easy Web Check. Und genau das erste ist, dass Sie eine Stichprobe erstellen können. Und zwar ist es bei der Prüfung so, dass nicht der ganze Webauftritt geprüft wird, sondern ein paar Unterseiten. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Stichprobe zu erstellen. Sie können diese manuell erstellen oder aber Sie können automatisiert suchen nach Webseiten. Das ist unser Autosampler. Das machen wir jetzt mal. Das dauert auch ein bisschen. Und dieser Autosampler sucht jetzt eben Webseiten aus dem Webauftritt raus, automatisiert und tut diese auch verifizieren. Und diese Stichprobe wird dann später in der Prüfung verwendet und die Unterseiten werden dann eben einzeln geprüft. Das werde ich auch nachher dann zeigen. Das wird jetzt auch ein klein wenig noch dauern. Und diese Stichprobe wird dann auch später verwendet, falls Sie uns in die Expertenprüfung in Auftrag geben wollen, was später auch noch gezeigt wird. Auch da wird dann diese Stichprobe, die Sie hier erstellen, relevant sein und wird dann da übernommen. Ich kann vielleicht kurz auf eine Frage hier eingehen. Mhm. Also wenn Sie jetzt versuchen, sich einzuloggen, dann geht das nicht. Ihre Daten sind trotzdem noch erhalten, aber wir haben eben gerade diese Probleme mit dem Server. Aber jetzt kannst du weitermachen, Ronja. Genau. Genau, jetzt sehen Sie, dass hier die Stichprobe automatisch erstellt wurde mit verschiedenen Unterseiten. Wichtig ist, dass die Seiten noch nicht in der Stichprobe drin sind. Dafür müssen Sie diese erstmal abhaken. Und sobald diese Haken gesetzt sind, dann sind die wirklich in der Stichprobe vom Projekt drinnen. Also sagen wir mal, wir wollen diese drei Unterseiten noch zusätzlich zur Startseite dabei haben. Dann ist das jetzt unsere Stichprobe, die geprüft wird. Bevor ich zur Prüfung gehe, noch kurz, wie erwähnt, können Sie kollaborativ an dem Projekt arbeiten und hier können Sie dann andere Mitwirkende einladen. Auch hier die Voraussetzung, dass diese Mitwirkenden einen Account haben. Genau. Dann gehen wir zu den Prüfschritten. Und zwar ist es, wie gesagt, Easy Web Check Modus. Das sind 79 Prüfschritte und diese sind eigentlich alle gleich aufgebaut. Ich würde mal in einen beispielsweise hineingehen und Ihnen das zeigen. Den Prüfschritt 29, sinnvolle Alternativtexte für Bilder. Genau. Das erste, was Sie in dem Prüfschritt sehen, ist eine Erklärung, wie Sie diesen Prüfschritt durchführen. Diese ist einfach gehalten. Und dann gibt es die Möglichkeit, falls Sie Fehler finden, die Fehler hier einzutragen und darauf basierend den Prüfschritt zu bewerten. Und unten sehen Sie noch die Referenzen zu der europäischen Norm, weil der Easy Web Check darauf ja basiert. Genau, aber erstmal ist eben der Easy Web Check Schritt an sich wichtig. Was es dann noch Ähm, gibt, ist die, Entschuldigung, ja, können wir einfach, da gibt es ein paar Fragen zu diesem mhm. Sampling, zu dieser Stichprobe. Und Ja, da sehr wollte ich gerne. Ich vielleicht gehe mal zurück. nochmal zurückgehen, bevor wir dann weiter die Prüfkriterien durchgehen. Mhm. Die eine Frage ist, ob das Erstellen der Stichprobe auch für webbasierte Anwendungen, für die ein Login benötigt wird, funktioniert. Weiß nicht, Florian, kannst du da was dazu Ähm, sagen? nein, also für einen Login nicht. Also man kann die Unterseiten hinter dem Login kann man manuell hinzufügen, das geht schon, aber also je nachdem auch wie die Webseite, wo der Login drin ist, implementiert wurde technisch, kommt da unser Crawler nicht durch. Also Sie können die manuell hinzufügen, die Seiten, die Sie da untersuchen möchten, aber unser Crawler kommt da nicht drauf. Mhm. Und Genau. das ist noch eine Frage, wie der Algorithmus funktioniert, was berücksichtigt wird und wie sortiert wird. Genau, also aktuell ist das Zusammenstellen von der Stichprobe, je nachdem, wie groß diese Seite ist, random. Was wir berücksichtigen, ist, dass wir die Seiten, die Unterseiten, die gefunden werden, da werden die Elemente gezählt, also die HTML-Elemente, und die haben entsprechende Gewichtungen, zum Beispiel einen Video-Tag, einen Image-Tag, hat eine andere Gewichtung als einfach nur einen P-Tag oder einen Div-Tag.
Hashtag, also für alle ProgrammiererInnen. Ähm, Genau, und dementsprechend wird geschaut, dass zum Beispiel eine Unterseite, wenn ein Bild wo ist, auch mit aufgenommen wird oder ein Video auch mit aufgenommen wird, aber sonst ist das Zusammenstellen random. Mhm. Also es werden auch noch die Klassennamen mit berücksichtigt, also CSS-Klassen. Und im Prinzip versuchen wir eine Stichprobe zusammenstellen, die die ganze Vielfalt einer Website wiedergibt. Also möglichst von allen Elementen was dabei zu haben. Wir haben das im Rahmen einer Bachelor-Thesis entwickelt und dann verfeinert und es funktioniert relativ gut, ist natürlich nicht hundertprozentig, aber auch hier menschliche Experten bewerten das oft auch unterschiedlich, was zu einer Stichprobe gehört und was nicht. Ja, aber danke für die Fragen. Die andere Frage stelle ich nochmal zurück mit Erweiterung auf andere Gesetze. Und dann machen wir jetzt weiter mit Ronja und den einzelnen Prüfschritten des Easy Web Check. Genau. Dann gehe ich nochmal zu dem Prüfschritt zurück. Die Alternativtexte für Bilder. Und genau, ich war gerade dabei bei der Werkzeugliste. Genau, der Easy Web Check besteht ja aus verschiedenen Tools. Und die sind hier alle aufgelistet. Wenn Sie da draufklicken, dann werden Sie direkt zur Seite weitergeleitet, wo Sie das jeweilige Tool installieren können. Und das wird auch empfohlen zu machen, bevor man die Prüfung durchführt. Genau, ich habe das Tool jetzt schon installiert, das wir brauchen. Deswegen skippen wir den Part. Aber genau, so viel zu der Werkzeugliste. Und ich würde jetzt mal einen Frühschritt mit Ihnen durchgehen, damit Sie das beispielsweise sehen. Und zwar an unserer Shuffle-Startseite. Und dafür habe ich jetzt kurz ein Extra-Fenster hier bereitgestellt. Genau. Also, genau, man geht von oben nach unten den Prüfschritt durch. Bilder und wichtige Informationen enthalten, haben sinnvolle Alternativtexte, welche die Information äquivalent wiedergeben, ist die Bedingung. Dann steht immer dran, wann der Prüfschritt anwendbar ist. In dem Fall, wenn es Bilder gibt, die keine Bedienelemente sind und relevante Informationen enthalten. Und dann steht immer dabei, was man tun muss, also die zu prüfende Webseite aufrufen. Das machen wir gleich. In der Toolbar das Lesezeichen Images anklicken und dann es wird für alle Bilder angezeigt, ob es ein Altattribut existiert oder nicht. Und das machen wir jetzt kurz. Wir haben hier unsere Seite. Wir klicken das Bookmarklet an und sehen jetzt für alle Bilder, ob sie ein Altattribut haben und wenn ja, was da drin steht. Gehen wir wieder zurück in den Easy Web Check. Wir sollen prüfen, ob neben jedem nicht deklarierten Bild ein Altattribut zu sehen ist, das den Inhalt des Bildes korrekt wiedergibt. Das schauen wir uns jetzt an. Und hier sage ich jetzt mal als Laie, dass es Bilder gibt, die zwar einen Alternativtext haben, aber der ist leer. Und ich denke, das ist ein Fehler, weil da sollte ein sinnvoller Alternativtext dastehen. Genau. Dann sage ich hier auf der Startseite, habe ich den Fehler gefunden, Icons mit leerem Alternativtext. Und die Icons sollten einen sinnvollen Alternativtext haben. Und was Sie jetzt noch machen können, um das ein bisschen besser zu veranschaulichen, ist, Sie können einen Screenshot hochladen von Ihrem Fehler, den habe ich schon bereitgestellt davor. Und der braucht auch einen Alternativtext immer, der Screenshot. Und dann können Sie Ihren Fehler speichern und sehen dann hier jetzt, welchen Fehler Sie auf der jeweiligen Seite gefunden haben. Und dann sagen wir, okay, auf der Startseite war ein Fehler, deswegen ist der Prüfschritt nicht erfüllt und nicht konform und können diese Bewertung hier dann abgeben. Und in der weiteren Prüfung würden wir jetzt, das machen wir nicht, aber dann würden wir für alle anderen Unterseiten in der Stichprobe auch noch schauen, ob es Fehler gibt oder nicht und dann eben die dementsprechend bewerten. Und genau, so viel zu der Prüfung an sich. Die Ergebnisse der Prüfung können Sie sich auch anschauen, übersichtlich auf der Ergebnisse-Seite. Und genau, wir haben noch nicht so viele Prüfschritte bewertet, nur einen. Danach können wir filtern
und sehen dann, welcher Prüfschritt zum Beispiel nicht konform ist oder welche Prüfschritte und natürlich auch, welche Fehler wir gefunden haben. Genau, so viel zum Prüfen des Easy Web Checks. Das würde man für jeden Prüfschritt durchmachen. Und was wir jetzt noch als neues Feature demnächst anbieten, sind die Add-ons. Und zwar die Expertenprüfung, die auch schon vorhin erwähnt wurde, dass Sie eine Prüfung in Auftrag geben an das Kompetenzzentrum und dafür erstmal ein Angebot anfordern bei uns. Genau, das geht über Expertenprüfungen hinzufügen. Hier sehen Sie dann die Stichprobe, die Sie erstellen sollten am Anfang des Projektes. Und auch hier können Sie nochmal auswählen, falls Sie irgendwelche Unterseiten nicht in der Stichprobe haben wollen, die geprüft werden soll vom Kompetenzzentrum. Dann können Sie das hier nochmal anpassen. Und dann haben wir eben zwei Möglichkeiten. Entweder das Kompetenzzentrum machen die gesamte Prüfung oder falls Sie im Easy Web Check Modus schon Prüfschritte gemacht haben, also Issues hinterlegt haben, Fehler hinterlegt haben, dann können wir Ihnen dafür auch Feedback geben. Und das ist dieses Zusatzpaket, Feedback zu gesetzten Kommentaren. Und ein weiteres Zusatzpaket sind die Prüfschritte nach WCAG 2.2. Genau. Und dann gibt man noch die Kontaktdaten an und kann sich das Angebot von uns anfordern lassen. Sie bekommen dann eine E-Mail und in der ist dann das Angebot als PDF aufrufbar mit allem, was Sie davor angegeben haben, unter dem Reiter Allgemein. Und genau, falls Sie das Angebot annehmen und uns in Auftrag geben, dann kommt die Expertenansicht, die Ihnen Florian zeigen wird. Deswegen würde ich an dieser Stelle an ihn übergeben. Ich würde kurz noch was hinzufügen. Du hast es schön gezeigt, auch mit den Zusatzpaketen. Also dieses Feedback zu geben für das, was Sie schon gemacht haben, das ist einzigartig hier im deutschsprachigen Raum, habe ich sonst noch nicht gesehen. Und das ist ein tolles Feature, dass Sie sich selber auch weiterbilden können und trainieren können, besser werden können. Und das andere war WCAG 2.2, also Web Content Accessibility Guidelines 2.2. Das ist ja die neuere Version und die wird ab irgendwann diesen Jahres eben auch in der neuen EN 301549 inbegriffen sein und dann auch Vorschrift werden für BITV 2.0 und BFSG, sodass es schon empfehlenswert ist, auch diese zusätzlichen Prüfschritte hinzuzunehmen in die Prüfung, sodass sie eben auch zukunftssicher sind, was die Vorschriften angeht. Jetzt gehen wir weiter. Florian, bitteschön. Genau. Dann vielen Dank, Ronja. Ich teile meinen Bildschirm jetzt. Und ich sehe auch schon die Zoom-Tools. Perfekt. Okay, genau. Also ich bin jetzt quasi, also angenommen, Sie entscheiden sich dafür, die Expertenprüfung von uns durchführen zu lassen. Und ich bin jetzt in dem Fall der Experte, der in dem gleichen Projekt mit drin ist wie Ronja. Und Ronja hat den Auftrag quasi an uns gestellt. Und ich zeige Ihnen jetzt quasi unsere Experten-Features, die Sie aber auch als User ganz normal mitnutzen können. Also es sind jetzt keine besonderen Features, die nur jetzt wir Zugriff drauf haben, außer eine Kommentarfunktion, da gehe ich gleich drauf ein. Genau, aber Sie haben sonst auch auf alle Experten-Features Zugriff. Das ist einmal, was Ronja vorhin schon vorgestellt hat, dass Sie zwischen dem Easy Web Check-Modus und den Prüfschritten, ne, eigentlich hin und her wechseln. Ich lade nochmal neu. Oh, das ist, Entschuldigung, das war jetzt ungünstig. Ich muss mich, glaube ich, nochmal neu registrieren. So, genau, dann habe ich jetzt das Projekt. So, jetzt bin ich drin. Also ich kann zwischen den zwei Modi hin und her wechseln. Jetzt funktioniert es. Einmal zwischen dem Easy Web Check Modus, in dem Ronja auch gerade war, und einmal zu dem EN 301549 Modus oder bei uns auch Expertenmodus. Und ich kann hier auch mit diesem Toggle dann nochmal die Prüfschritte von WCAG 2.2 hinzufügen. Und das sehe ich dann auch hier in den Prüfschritten. Also ich habe jetzt hier gerade angezeigt die Prüfschritte nach den EN 301549 und einmal quasi dann, wenn ich wieder zurückwechsel zu den Easy Web Check Prüfschritten. Was ich jetzt in diesem Modus hier machen kann,
ist, was wir neu haben, ist eine Vorauswahl treffen. Das bedeutet, wir haben verschiedene Gruppierungen von zum Beispiel Prüfschritten, die spezifische Sachen abdecken, wie zum Beispiel hier Funktionen zur Echtzeitkommunikation. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe auf meiner Webseite keine Funktionen wie Live-, Audio- oder Videoübertragung, kann ich das direkt anmarkern und alle Prüfschritte, die damit einhergehen, wo ich weiß, die sind in meiner Webseite nicht relevant, kann ich direkt als nicht relevant und nicht anwendbar markieren. Genauso wie zum Beispiel keine Videos vorhanden. Oder wenn Nutzende können keine eigenen Inhalte erstellen oder veröffentlichen, wie zum Beispiel irgendwie einen Blog mit Autorenwerkzeugen oder sowas. Die kann ich anmarkern und ich kann Kategorie bewerten. Und dann sieht man direkt, dass die Prüfschritte auf nicht anwendbar springen. Und ich habe jetzt von den insgesamt, ich glaube, es sind 88 und 89, jetzt nur noch 63. Ich kann hier auch einen Filter aktivieren und habe direkt mal ein paar Prüfschritte weg. Ähm, genau, des Weiteren, das ist jetzt aus meiner Expertensicht, hat Ronja vorher schon einen Prüfschritt bewertet als nicht konform. Und wenn ich hier jetzt Feedback geben möchte, oder Sie wollen eben, dass wir Feedback geben, kann ich hier sagen, ja, also ich kann hier quasi Feedback inkludieren. Also ich kann sagen, das stimmt nicht, diese Icons sind dekorativ. So, und das wird später auch in dem Prüfbericht dann mit zu sehen sein. Genau, kann sie als Anliegen markieren und dann sehen Sie das, dass hier quasi also dass wir Feedback gegeben haben. Und ich kann nochmal auch hier aus meiner Expertensicht dann den Prüfschritt neu bewerten. Ist konform, dekorativ. Und ich kann quasi die Bewertung aktualisieren. Dann sehen wir, dass genau, Sie haben das als nicht konform gemacht und ich habe es hier korrigiert zu konform. Des Weiteren können Sie im Expertenmodus sich ein PDF generieren lassen also einen Prüfbericht von der gesamten Seite. Wenn jetzt ein Thread eben offen ist, also weil ich quasi Feedback gegeben habe, muss ich das, also kriege ich das hier angezeigt und kann es trotzdem generieren lassen, aber dann, dass quasi eine Meldung da ist, hier wurde schon Feedback gegeben, ich habe hier einen Prüfschritt bewertet und ich kann die PDF mir dann generieren. Genau. Und den Prüfbericht haben wir auch überarbeitet. Der hier. So, ein bisschen kleiner. Genau. Von allen Prüfschritten. Wir haben hier erstens ein paar rechtliche Informationen dazu. Ähm, Dann ein paar generelle Informationen. Zum Beispiel hier sind wir gerade noch in der Expertenprüfung drin. Das Ergebnis ist noch offen, weil wir nicht abgeschlossen haben. Wir haben jetzt gerade bisher nur einen Prüfschritt bewertet. Und wir sehen hier auch alle beteiligten Personen, die mit drin sind. Ich als Experte und Ronja als Nutzerin. Und genau, die ganze Stichprobe an Unterseiten, die verwendet werden. Dann nochmal kurz eine Gesamtübersicht. Wir haben 88 Prüfschritte, davon sind insgesamt 30 bisher bewertet und noch nicht bewertet sind 58. Und dann haben Sie hier noch eine Zusammenfassung quasi zu jedem einzelnen Prüfschritt, zu jeder Unterseite. Und der bewertet wurde, war die 911. Genau, und da sehen wir dann hier den Kommentar und mein Kommentar ist Experte und die Bewertung dazu. Genau, was wir außerdem haben, ist neben dem PDF haben wir noch eine externe Seite. Dazu muss man nicht eingeladen werden, die kann man einfach erreichen. Und hier sehen Sie nochmal in einfacher Form, auch ohne Namen von Experten oder Personen, die in dem Projekt drin sind, die
die gemachten Prüfschritte, also hier quasi, wie die bewertet wurden. Einmal können Sie es anzeigen lassen nach Prüfschritten und einmal nach Unterseiten. Und haben Sie hier nochmal eine Zusammenfassung davon. Genau. Was wir auch noch neu haben als Expertenfeature, ist Details zur Testumgebung. Also wenn Sie selbst auch als Experte testen wollen oder wenn es für Sie relevant ist, wie zum Beispiel mit was für einem Browser Sie testen oder was für eine Testumgebung Sie haben, weil ich zum Beispiel bin jetzt auf macOS, ähm, können Sie hier auch zum Beispiel Windows angeben, wenn Sie Windows nutzen, was für assistive Technologien Sie nutzen, oder was für Browser-Add-ons Sie verwenden, können Sie das hier auch speichern und dann im Prüfkontext mit angeben, was vielleicht wichtig ist, vor allem für zum Beispiel EntwicklerInnen, wenn sie irgendwo einen Fehler entdecken, dass sie das weitergeben können. So, ich habe das unter der Version mit der Testumgebung entdeckt. Genau, das ist für die Nachvollziehbarkeit ganz gut. Und es waren die neuen Features vom Easy Web Check. Falls Sie jetzt noch Fragen haben, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, danke, Ronja und Ja, Florian. Es gibt tatsächlich viele Fragen. ja, Vielleicht aber, Ronja, könntest du vielleicht letzte Folie nochmal stehen lassen oder Florian, je ja. nachdem. Wer dann gerne auch auf LinkedIn weiter das verfolgen möchte oder unseren Newsletter bestellen möchte, das steht ja nochmal da, auch mit QR-Code. Vielen Dank für die Fragen. Wir gehen sie jetzt nacheinander durch. Ich sehe, wir haben hier richtige Experten und Expertinnen hier im Publikum. Ich gehe jetzt der Reihe nach durch. Erste Frage war, wie finanziert sich das Projekt? Wie kommen die Kosten wieder rein? Also genau, das ist natürlich eine gute Frage. Wir stellen diese Prüfplattform kostenlos zur Verfügung, aber nur für Selbstprüfungen. Das ist so ähnlich wie beim BEAC mit V-Test. Nur bei uns ist es ein bisschen umfangreicher, weil der Sampler mit dabei ist, also diese Stichprobe und eine richtige Projektverwaltung, dass auch mehrere Personen zusammenarbeiten können an einem Projekt. Aber wenn Sie eben hier das kommerziell nutzen wollen oder so, das geht so nicht. Da müssten Sie mit uns in Verhandlungen treten, dass wir Ihnen da eine Lizenz geben. Aber finanzieren hoffen wir uns, dass wir vor allem durch diese Prüfaufträge dann das Geld bekommen, um diese Plattform auch weiter pflegen zu können. Wir setzen die Plattform auch bei uns in der Lehre ein über dieses Feedback-Tool. Und von daher haben wir auch ein Eigeninteresse, das weiterzuentwickeln und neue Features einzubauen. Was wird ein Expertencheck kosten? Wir haben vorher schon gesehen bei Ronja kurz, dass eben da so pro Seite, pro Unterseite so ein Preisbetrag da war. Das waren Nettobeträge. Also so eine Seite kostet so zwischen, sagen wir mal, 200 und 600 Euro, ganz grob, je nachdem, wie komplex sie ist. Und es wird automatisch berechnet, auch im automatischen Angebot. Und wenn Sie dann so 10 Seiten haben, dann können Sie sich ja denken, so, wenn Sie eine vernünftige Stichprobe haben, dann bewegt sich das so zwischen 2000 und 6.000, 7.000 Euro, ganz grob. Wenn Sie eine komplette Prüfung vornehmen lassen. Wie gesagt, wir arbeiten daran, so bis ungefähr März hoffen wir, dass wir dann auch anbieten können, dass Sie nur einen Teil der Prüfschritte von uns prüfen lassen, dann wird es natürlich entsprechend günstiger. Ist eine Erweiterung auf andere Gesetze geplant? ADA, AODA oder ähnliche. Vielleicht müssen Sie mir helfen, was AODA für was das steht. Das weiß ich jetzt nicht. ADA ist American with Disabilities Act. Also Section 508 wäre das, weil im ADA kommt ja kein Internet vor. Section 508 ist im Prinzip eine Vorversion der EN mit weniger Prüfschritten und basiert auf WCAG 2.0 im Moment. Also da sehen wir jetzt keine Notwendigkeit, das in die Richtung zu erweitern. Das wäre mehr ein Rückschritt. Wir konzentrieren uns trotzdem auch schon auch auf den europäischen Bereich und vor allem auf den deutschsprachigen. Also was ist in Deutschland, Schweiz und Österreich eben auch wichtig, wenn man Webseiten prüft. Also wir müssen eben auch schauen, wie wir hier die Kräfte bündeln können, nicht alles machen.
Nächste Frage war, wie sieht es mit Datenschutz aus und der Sicherheit über die eingegebenen Daten? Also wir benutzen einen deutschen Service Provider, also Internet Provider, der auch uns den Server stellt, und haben mit dem eine AVV, also Auftragsvereinbarung für die Verarbeitung von Daten. Also insofern sind wir datenschutzkonform. Ähm, Es sind auch nicht sehr viel persönliche Daten drauf, aber immerhin ist Ihr Login drin, Ihr Passwort und eventuell ein Profilfoto. Also wir nehmen das schon ernst mit der Datensicherheit. Trotzdem müssen Sie natürlich eine Datenschutzvereinbarung einwilligen, wenn Sie bei uns ein Konto erzeugen, wie das überall so ist. Dann gab es eine Frage zu automatisierten Checks wie Xcore. Das ist ja von DQ eine Library, die man kostenlos nutzen kann. Das ist eine gute Idee. Das wollen wir tatsächlich auch einbauen nach und nach, in Zukunft vermutlich auch durch Abschlussarbeiten, vielleicht auch neue automatisierte Checks einfügen. Aber wurde ja schon auch bemerkt hier im Chat, diese Tools können in der Regel nur um die 30% an Fehlern entdecken und dann oftmals auch nicht vollständig. Es gibt auch sogenannte falsche Positive, dass die Tools meinen, es wären Fehler, aber es ist gar keiner. Das heißt, man muss immer noch von Hand drüber gehen als Experte oder Expertin oder auch als Laie. Das kann man, wenn man entsprechend weiß, auf was man achten muss, zum Beispiel, ob ein Bild dekorativ ist oder nicht. Das macht einen Unterschied. Das kann man auch, wenn man ein bisschen sich eingelesen hat, als Laie bewerten oder Laien. Das heißt, wenn wir automatisierte Tests hier einbetten, was wir vorhaben, dann immer nur als Vorschlag an einen oder eine Testerin. Und die Person, die menschliche Person, muss dann nochmal drüber schauen und zuletzt bewerten, ob das wirklich Sinn macht, was hier vorgeschlagen wird. In dem Sinne planen wir schon auch, das nach und nach einzubauen, aber wir sind da nicht so schnell unterwegs. Aber die Idee ist auf jeden Fall da und ist auch gut. Und dann kam noch eine Frage mit Ausweitung auf ein Monitoring-Tool. Also Monitoring-Tools sind Plattformen, die Webseiten regelmäßig durchtesten und dann auch meistens nicht nur eine Stichprobe, sondern komplett alle Unterseiten automatisch durchtesten. Das haben wir nicht geplant. Da gibt es andere Anbieter auf dem Markt. Das ist jetzt nicht unser Ziel mit diesem Tool. Dann gab es eine Frage, können die Prüfschritte des ISO WebCheck auch auf nicht webbasierte Anwendungen? Achso, das hatten wir ja nachher schon, wenn es, Entschuldigung, auf nicht webbasierte Anwendungen übertragen werden. Also denken Sie jetzt auf denken Sie an Software oder an Apps. Dann muss ich sagen, man könnte es auch für mobile Apps verwenden, aber viele Features darin machen keinen Sinn. Die Prüfschritte sind ähnlich, aber nicht gleich. Also da würde ich mal sagen, das müsste auf jeden Fall angepasst werden. So wie es ist es wirklich fürs Web gedacht und die Prüfschritte auch. Genauso mit PDF-Dokumenten. Da sehen die Prüfschritte wirklich nochmal anders aus, vom Sinn her gleich, aber es ist schon nochmal anders. Das heißt, man müsste hier den ganzen Prüfkatalog austauschen, denn das haben wir im Moment nicht geplant. Ich hoffe, ich habe jetzt im Schnellverfahren, tut mir leid, die Fragen so ein bisschen beantwortet, aber Sie können gerne nochmal nachfragen oder weitere Fragen stellen, wenn noch etwas unklar ist oder Sie weitere Informationen gerne hätten. Leider können wir jetzt eben auf dem Server können Sie das nicht gleich ausprobieren. Ich empfehle Ihnen einfach, abonnieren Sie unseren Newsletter. Und dann werden Sie auf jeden Fall erfahren, sobald der Server wieder einsatzbereit ist. Der Newsletter kommt normalerweise wöchentlich, immer gegen Wochenende. Dann können Sie es am Wochenende lesen oder auch zu Beginn der neuen Woche. Aber wenn dann was Wichtiges auftritt, dann senden wir auch den Newsletter zwischendurch mal. Jetzt kommt eine Frage, ist das Projekt Open Source? Nein, es ist nicht Open Source. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir
es kostenlos zur Verfügung stellen für Selbstprüfungen, aber nicht für Weiterentwicklungen außerhalb unseres Hauses. Gut. Ich denke, wir würden jetzt hier dann Schluss machen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und nutzen Sie noch die restliche Viertelstunde, um sich ein bisschen zu regenerieren, einen Kaffee zu trinken. Über unseren Newsletter werden Sie dann erfahren, wenn die Aufnahme zur Verfügung steht. Die dürfen Sie auch gerne dann weitergeben. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg beim Umsetzen von Barrierefreiheit. Danke, dass Sie da dran mitarbeiten in dieser Community. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Ziel, das wir da gemeinsam haben. Und wenn Sie noch sonst Fragen haben, melden Sie sich einfach bei uns auf LinkedIn oder über E-Mail. Danke und tschüss. Dankeschön. Tschüss. Danke, tschüss.